Nussecken. Immer wieder gern gegessen und die sind so einfach zu machen. Viel besser als beim Bäcker und ihr kommt günstiger davon. Wir kommen direkt zu der Zubereitung. Als erstes benötigt ihr 350 Gramm Mehl. Das Ganze könnt ihr ganz einfach mit den Händen kneten. Dann kommt ein Teelöffel Backpulver hinzu, ein Ei, ,80 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker und 180 Gramm Butter. Bei mir ist sie nicht mehr allzu kalt, aber auch nicht sehr weich. Das Ganze wird mit den Händen, wie gesagt, verknetet. Also verzweifelt bitte nicht daran, das dauert ein bisschen, bis das ein schöner, geschmeidiger Teig geworden ist. Also immer weiter kneten. Wer mag, kann das Ganze natürlich auch auf der Arbeitsfläche zu einem weichen, geschmeidigen Teig verkneten, bis alle Zutaten miteinander verbunden sind. Falls ihr übrigens meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Rezepte mehr von mir. Den Teig stelle ich jetzt nochmal für ca. 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit mache ich die Füllung. Dazu benötige ich einmal 150 Gramm Butter, dann ein Päckchen Vanillezucker, 80 Gramm Zucker und 4 Esslöffel Wasser. Das Ganze alles, wie gesagt, in einen Topf rein und dann ab auf den Herd. Schaut doch mal, passend dazu eine Weihnachtstasse. Das wird jetzt einmal geschmolzen, bis die Butter flüssig geworden ist und der Zucker sich darin aufgelöst hat. Und da hinein gebe ich jetzt 150 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm gehackte Haselnüsse und 50 Gramm Mandelblätter. Ihr könnt das alles auch austauschen. Ihr könnt 200 Gramm gemahlene Mandeln nehmen und 100 Gramm gehackte Haselnüsse, gehackte Mandeln, wie ihr lustig seid. Ich schreibe euch die genauen Mengenangaben unter dem Video in der Beschreibung und dann könnt ihr das eine oder andere miteinander austauschen. Das Ganze wird miteinander verrührt, bis ihr so eine streichfähige Paste habt und das stellen wir dann kurz beiseite. Dann nehmen wir wieder unseren Teig aus dem Kühlschrank und das rollen wir einmal auf ein Backpapier aus. Ich habe jetzt hier so circa 35 x 33 cm. Damit ihr auch eine saubere Kante habt, könnt ihr Backpapier einschlagen, nachdem ihr den Teig ausgerollt habt und dann am Rand nochmal alles schön begradigen. Wer mag, kann natürlich einen Backrahmen benutzen oder, wenn ihr habt, ein Backblech, was so ungefähr die Maße von 35 x 33 cm hat. Mein Backblech war jetzt etwas größer, deshalb ist der Teig dann dementsprechend etwas kleiner. Nachdem das ausgerollt ist, gebe ich das auf mein Backblech. Wie gesagt, mein Backblech ist etwas größer. Wer einen Backrahmen hat, kann auch gerne einen Backrahmen benutzen. Einmal drumlegen, dann habt ihr auch eine schöne gerade Kante. Ich zeige es euch jetzt mal ohne Backrahmen. Habt zwar einen, wollte ich jetzt aber mal ohne zeigen. Dann kommt dann ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Marmelade eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Aprikosenmarmelade genommen, auch mit etwas Stückchen drin. Ihr könnt aber auch gerne ohne Stückchen nehmen, falls euch das besser zusagt. Das einmal komplett verstreichen. Ich finde, mit diesen Stückchen gibt das Ganze nochmal so einen fruchtigen Geschmack. Und darauf verteilen wir dann unsere Nussmasse. Einmal gleichmäßig und glatt verteilen. Wenn ihr keinen Backrahmen benutzt, dann wird das Ganze im Ofen etwas verlaufen. Das ist aber nicht schlimm. Das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten je nach Backofen. Bei mir waren es jetzt ganz genau 15 Minuten. Wie ihr sehen könnt, ist schön alles goldgelb gebacken. Und das wird jetzt direkt auch geschnitten, nicht nachdem das abgekühlt ist, weil jetzt ist es noch schön weich
und ihr könnt am besten das zuschneiden. Wer keinen Backrahmen benutzt hat, könnt ihr ganz einfach die Ränder wegschneiden, dann habt ihr etwas zu naschen. Ihr könnt das Ganze jetzt einmal von oben nach unten schneiden, also senkrecht. Kommt jetzt auch drauf an, wie groß ihr eure Nussecken haben möchtet. Teilt euch das gerne ein, misst das Ganze aus und dann, ich habe das jetzt einfach hier so freihand gemacht, ohne ausmessen. Damit ihr eine gerade Kante habt, habe ich den Rand abgeschnitten. Den vernasche ich gleich sofort. Das Ganze wird jetzt noch einmal waagerecht geschnitten. Wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr das noch im warmen Zustand macht, weil dann geht es noch am einfachsten und es bricht euch nichts. Aber ihr müsst trotzdem ganz vorsichtig sein. Wenn ihr das Ganze dann einmal waagerecht geschnitten habt, wird das Ganze dann einmal diagonal geschnitten. Erst wenn es komplett geschnitten ist, könnt ihr das Ganze einmal komplett auskühlen, damit die etwas fester werden. Nach dem Auskühlen könnt ihr die vorsichtig lösen. In der Zwischenzeit habe ich mir Vollmilchkuvertüre geschmolzen und die werden jetzt in der Schokoladenkuvertüre getunkt. Also ihr könnt jetzt das euch selber entscheiden, wie ihr gerne die Nussecken verzieren möchtet. Entweder ihr tunkt jede Seite in Schokolade ein, quasi alle 3 Seiten, oder aber ihr könnt das Ganze in einen Beutel umfüllen, so einen Spritzbeutel, und dann gebt ihr das Ganze einfach nur oben drauf. Oder aber ihr tunkt nur die Ecken ein. Ich habe jetzt hier mal 2 Ecken eingetunkt. Das Ganze muss jetzt dann natürlich aushärten. Und war das nicht einfach? Und die schmecken wirklich besser als die vom Bäcker. Glaubt mir, hausgemacht schmeckt sowieso immer besser. Und das war wirklich nicht schwer und die waren auch ganz schnell zubereitet. Probiert dieses Rezept aus. Ich freue mich auf jegliche Kommentare von euch. Wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.